Ultimate Fighting als Teil der sogenannten Mixed Martial Arts ist kein Sport. Er widerspricht grundlegend dem allgemeinen Sportethos und der Sportdefinition des DOSB. Dieses Statement vom Deutschen Olympischen Sportbund, kurz DOSB, aus dem Jahre 2009 macht klar, welche Vorbehalte die maßgebende Instanz für den organisierten Sport in Deutschland gegenüber dem MMA hat. Dem MMA wird in diesem Statement der Status als Sportart verweigert. Dieses vernichtende Urteil wurde bis heute von Seiten des DOSB nicht offiziell revidiert und zeigt, dass MMA noch einen weiten Weg bis zur offiziellen Anerkennung in Deutschland zu gehen hat. Doch wie ist überhaupt ein Sport definiert und wieso wird MMA vom DOSB bis dato nicht als Sportart anerkannt? All das klären wir im heutigen Video der MMA Unfolded Basics. Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid und viel Spaß bei diesem Video. Jeder Mensch kann mit dem Begriff Sport etwas anfangen. Sport wird umgangssprachlich für viele verschiedene Aktivitäten als Oberbegriff genutzt. Im Laufe der Zeit haben sich unzählige Sportdefinitionen entwickelt. Und die verschiedenen Sportdefinitionen fokussieren sich dabei auf verschiedene Aspekte. So gibt es zum Beispiel Sportdefinitionen, die sich auf Körper- und Bewegungskultur konzentrieren, während andere die Wettbewerbs- oder Wettkampfkultur hervorheben. Ein völlig neues Kapitel in Bezug auf Sportdefinitionen wurde auch mit dem Aufkommen der kontrovers diskutierten E-Sports aufgeschlagen. Letztlich lässt sich eine eindeutige Begriffsabgrenzung, was Sport ist oder sein sollte, nicht vornehmen. Vielmehr kommt es darauf an, welchen Fokus man legt oder welche Instanz man als maßgeblich ansieht. In Deutschland ist die maßgebende Instanz des organisierten Sports der Deutsche Olympische Sportbund. Der DOSB ist ein eingetragener Verein, der sich in 16 Landessportbünde aufgliedert, die wiederum in Stadt- und Bezirkssportbünde unterteilt sind. Möchte ein Verband, der einen Sport repräsentiert, Mitglied beim DOSB werden, benötigt dieser im Normalfall selbst eine entsprechende hierarchische Struktur aus einem Bundesverband und mindestens untergeordneten Landesverbänden. Im DOSB sind insgesamt 65 sogenannte Spitzenverbände und somit 65 Sportarten organisiert, wozu zum Beispiel Fußball, Boxen, Gewichtheben, Cheerleading oder auch Tennis gehört. So zählt der DOSB insgesamt ca. 27 Millionen mittelbare Mitglieder. Verbände innerhalb des DOSB sind Teil des sogenannten organisierten Sports und können zum Beispiel Fördergelder sowie andere Unterstützungsleistungen erhalten. Über seine Aufnahmeordnung definiert der DOSB, was er unter einem Sport versteht. Nur Verbände, die eine entsprechende Sportart vertreten, können vom DOSB aufgenommen werden. In § 3 seiner Aufnahmeordnung definiert der DOSB folgende sportliche Voraussetzungen. Erstens: Die Ausübung der Sportart muss eine eigene, sportartbestimmende motorische Aktivität eines jeden zum Ziel haben, der sie betreibt. Kurzum muss also der Athlet, der den Sport betreibt, Bewegungen durchführen, die typisch für die Sportart sind. Gegenbeispiele sind zum Beispiel die Dressur von Tieren oder das Bedienen von technischen Geräten ohne Einbeziehung der Bewegung des Menschen. Paradoxerweise ist Schach allerdings vom DOSB anerkannt, was aber wohl historische Gründe hat. Zweitens: Die Ausübung der eigenmotorischen Aktivitäten muss Selbstzweck der Betätigung sein. Die Betätigung darf also nicht darauf abzielen, Arbeit oder Alltagsbewegung zu verrichten, sondern muss um ihrer selbst willen geschehen. Drittens: Die Sportart muss die Einhaltung ethischer Werte wie zum Beispiel Fairplay, Chancengleichheit, Unverletzlichkeit der Person und Partnerschaft durch Regeln oder ein System von Wettkampf- und Klasseneinteilung gewährleisten. Ziel des Sports darf es also nicht ausschließlich sein, materiellen Gewinn zu erzielen oder tatsächliche bzw. simulierte Körperverletzung im Rahmen des Regelwerks zu vollziehen. Nachdem wir nun die offiziellen Kriterien des DOSB zur Definition eines Sports kennengelernt haben, wenden wir uns schließlich der Frage zu, ob MMA demnach als ein Sport einzuordnen ist. Vielleicht wenig überraschend, aber unserer Auffassung nach kann die Frage unter Betrachtung der 3 besprochenen Kriterien mit einem klaren Ja beantwortet werden.
Kriterium 1 ist erfüllt, da im MMA typische motorische Bewegungen aus den Bereichen Striking und Grappling durchgeführt werden. Außerdem kann MMA gegenüber anderen Kampfsportarten zum Beispiel durch das typische Ground and Pound klar abgegrenzt werden. Kriterium 2 ist ebenfalls erfüllt, da die Ausübung dieser motorischen Bewegungen außerdem um ihrer selbst willen ausgeführt werden und nicht um zum Beispiel Arbeit zu verrichten. Auch Kriterium 3 ist unserer Meinung nach erfüllt, da ein ausführliches Regelwerk, die Unified Rules of MMA, existiert, das zum Beispiel durch Gewichtsklassen und Foul-Definition die Basis für ein faires Match bietet. Außerdem sind Offizielle in Form von Punktrichtern vorhanden, die das Match objektiv und fair bewerten. Noch wichtiger sind in diesem Fall die Referees, die dafür sorgen, dass Athleten, die sich nicht mehr intelligent verteidigen können, geschützt werden. Außerdem können zwar Verletzungen im MMA wie in jeder anderen Kampfsportart auftreten, aber die Körperverletzung ist nicht Ziel des MMA. Wie eingangs erwähnt, hat der DOSB im Jahre 2009 eine gänzlich andere Einschätzung des MMA vertreten. An den damaligen Ausführungen ist erkennbar, dass das dritte Kriterium vom DOSB als nicht erfüllt angesehen wird. MMA sei demnach unethisch und stelle gar eine Pervertierung der sportlichen Werte dar. Das Zitat vom Anfang des Videos greifen wir nochmal auf. Wortwörtlich heißt es: Ultimate Fighting als Teil der sogenannten Mixed Martial Arts ist kein Sport. Er widerspricht grundlegend dem allgemeinen Sportethos und der Sportdefinition des DOSB. Das Präsidium begrüßt die allgemeinen Anstrengungen der Politik in Bund, Ländern und den Kommunen, der Verbreitung von Ultimate Fighting Einhalt zu gebieten und ruft die Mitgliedsorganisation des DOSB auf, eine Pervertierung der dem Sport immanenten Werte durch Mixed Martial Arts nicht zuzulassen. An dem Statement ist erkennbar, dass der DOSB sich zur damaligen Zeit nicht genügend mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Einerseits wird fälschlicherweise nicht von der Sportart MMA, sondern von Ultimate Fighting gesprochen. Der Begriff Ultimate Fighting wurde wohl von der UFC abgeleitet, die die Anfänge des modernen MMA Anfang der 90er Jahre eingeläutet hat. Scheinbar kannten die damaligen Verantwortlichen nicht den Unterschied zwischen der Sportart MMA und der Organisation UFC. Andererseits wurde schlichtweg ignoriert, dass schon zur damaligen Zeit die Unified Rules of MMA existierten. Denn bereits Anfang der 2000er Jahre wurden die Unified Rules in einer Vorstufe verwendet, bevor sie am 30. Juli 2009 offiziell eingeführt wurden. Zugegebenermaßen sind die Unified Rules wohl erst einige Zeit nach dem Beschluss des DOSB nach Deutschland geschwappt. Und außerdem entsprachen die damaligen MMA-Veranstaltungen hierzulande nicht annähernd den heutigen Standards. Hinzu kommt wohl, dass das negative Image der Anfangsjahre des Sports im Jahre 2009 noch präsenter war, als es heute ist. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kann man gegebenenfalls sogar gewisses Verständnis für die damalige Entscheidung des DOSB aufbringen. Dafür, dass diese Entscheidung bis zum heutigen Tag nicht abgeändert wurde, fehlt uns allerdings jegliches Verständnis. Unter Berücksichtigung der heutigen Fakten und der Situation des MMA in Deutschland ist die damalige Einschätzung des DOSB unserer Meinung nach spätestens heutzutage veraltet und nicht mehr zutreffend, aber eben trotzdem noch aktiv. In der Folge ist eine Aufnahme des MMA in den DOSB faktisch nicht möglich. Dazu muss aber auch fairerweise gesagt werden, dass der Sport hierzulande noch nicht so strukturiert ist, dass eine Erfüllung der sonstigen Aufnahmekriterien greifbar scheint. Trotzdem hat die Einschätzung des DOSB von 2009 abgesehen davon weitere negative Folgen. Denn leider hat sich im selben Jahr die Sportministerkonferenz der Position des DOSB angeschlossen. Diese Beschlusslage legt bis heute allen Athleten, Sportschulen und Verbänden im MMA Steine in den Weg. Und auch diese Position der Sportministerkonferenz wurde bis heute offiziell nicht geändert. MMA ist unserer Meinung nach, auch im Sinne der DOSB-Kriterien, eindeutig ein Sport. Die bis heute gültigen Beschlusslagen des DOSB und der Sportministerkonferenz aus dem Jahre 2009 basieren auf veralteten Informationen und sind unserer Meinung nach nicht zeitgemäß. Trotzdem beeinflussen sie den Sport negativ und behindern ihn in seiner Entwicklung. Dementsprechend können wir nur an den DOSB und auch die Sportministerkonferenz appellieren,
die Beschlusslagen auf Basis neuer Recherchen zu überprüfen und abzuändern. Hierzulande kämpft zum Beispiel die German Mixed Martial Arts Federation, kurz GEMAF, um die Anerkennung des Sports MMA. Ich selbst bin seit Jahren ehrenamtlich für die GEMAF aktiv. Auf internationaler Ebene tritt wiederum die International Mixed Martial Arts Federation, kurz IMMAF, für den Sport MMA ein. Passend zum Thema hat die IMMAF eine Online-Kampagne inklusive Petition mit dem Namen MMA is a Sport gestartet. Wenn ihr euch für den Sport einsetzen wollt, beteiligt euch gerne im Verband und auch an der Petition. Die Links zu GEMAF, IMMAF und IMMAF-Petition findet ihr in der Videobeschreibung. Wusstet ihr eigentlich, dass es auch einen immer größer werdenden Amateurbereich im MMA gibt? Im nächsten Video werden wir uns der Frage widmen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Amateur-MMA und Profi-MMA. Und falls euch das heutige Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei MMA Unfolded.